mein Name ist Ilka Meckel-Rockmann und ich wohne in Berlin, bin 57 Jahre alt, verheiratet und habe einen erwachsenen Sohn und bin Heilerziehungspfleger und jetzt seit 2021 selbstständig. Also ich bin 60% schwerbehindert, weil ich sehr starke Migräne habe. Die Migräne wiederum wird ausgelöst dadurch, dass, also hat psychosomatische Ursachen, weil ich auch eine Hochsensibilität habe und dadurch schnell einfach unter Stress gerate, wenn ich mit mehreren Menschen zusammen bin, wenn ich eben im Team arbeite, ne, so oder wenn ich auch mit vielen Personen zusammenarbeiten muss oder ja, auf Festivitäten. Also das ist alles für mich eine sehr große Herausforderung. Und ich konnte das lange Jahre einigermaßen kompensieren, hatte ich das Gefühl, letztendlich nicht, weil das führte immer zu dieser extrem starken Migräne. Ich habe mehrere Reha-Versuche gemacht, es hat alles letztendlich nichts geholfen. Und jetzt war es so mit meinen 57, damals 56, dass ich gesagt habe, ich kann das jetzt einfach nicht mehr kompensieren. Ich muss jetzt für mich irgendwas finden, wo ich autark arbeiten kann. Und dann habe ich 2019 gekündigt und bin dann erstmal ein Jahr in die Arbeitslosigkeit gegangen, schon mit dem Gedanken, ich möchte mich selbstständig machen. Aber natürlich hatte ich auch Angst davor. Ja. Auch mein Mann hatte Angst davor, dass man ja eben diese soziale Sicherheit, die man vorher hatte, dann eben nicht mehr hat. Ne. Ich habe mich dann beim Arbeitsamt hat man das Glück hier, dass wenn man eine Schwerbehinderung hat, man einen speziellen Berater bekommt. Und mit der bin ich viele Möglichkeiten durchgegangen. Dann habe ich gehört, dass es auch diese Art Seniorenassistenz gibt. Ne? Da gibt es auch so eine Art Ausbildung für, die geht 3 Monate. Es gibt einen Verein, der Bundesverein der Seniorenassistenten. Und da habe ich mich erkundigt und die haben gesagt, dadurch, dass ich Heilerziehungspfleger bin, ich habe 3 Jahre eine Ausbildung gemacht, ne, und 10 Jahre in einer Senioren-WG gearbeitet habe, haben die gesagt, habe ich alle Qualifikationen. Und ja, und dann habe ich mich entschieden, praktisch diesen Weg zu gehen und hatte dann das Glück, wiederum, dass das Arbeitsamt mich an Enter-Ability verwiesen hat. Das gibt es wohl auch, wie ich gehört habe, nur in Berlin. Die werden vom Integrationsamt Berlin bezahlt, um Menschen mit einer Behinderung dabei zu begleiten, in die Selbstständigkeit zu gehen. Natürlich viel oder sehr überfordernd war sozusagen die Anfänge eben, ne, so, und die Ängste da waren. Aber die haben gibt es Fortbildungen, die man da machen konnte, die einem sehr geholfen haben. Und ich hatte eine sehr, sehr gute Beraterin, wo ich immer alles loswerden konnte, die sehr auf mich auch eingegangen ist und auf meine Behinderung. Ich habe das auch vorher nicht so erlebt, dass jemand zu mir gesagt hat, wenn dir irgendwas zu viel ist, dann können wir eine Pause machen, ja, oder wenn dir irgendwas nicht gut tut oder wenn du mal nicht kommen kannst zu einem Termin, weil es dir nicht gut geht. Es war alles immer nie ein Problem. Es war immer eine Selbstverständlichkeit. Die haben nochmal Fortbildung gemacht in Recht, Vertrag, Buchhaltung, also so alles, was man praktisch fürs Management einer Selbstständigkeit braucht. Ja, ich muss aber auch sagen, meine Einstellung ist auch schon so, ich habe mich ja nicht selbstständig gemacht, um reich zu werden. Ja, ich habe mich auch nicht selbstständig gemacht, genau um mich noch zu vergrößern, sondern eigentlich wirklich nur, um für mich eine Arbeit zu finden, die praktisch meiner Person angepasst ist und auch meinen Beeinträchtigungen. Ne? Also dass ich wirklich so arbeiten kann, dass es auch für mich praktisch noch gesund ist. Ich bin da einfach auch ganz lange über meine Grenze gegangen. Ich dachte schon viel länger, ich muss raus, aber ja, habe eben lange Zeit nicht diesen Mut gehabt, bis ich gemerkt habe, ich kann jetzt nicht mehr anders. Also ich habe gefühlt schon das Gefühl, ich arbeite viel, viel mehr als vorher. Aber das Wichtigste für mich ist, ich arbeite alleine. Und dadurch habe ich nicht so ein hohes Stresslevel. Und dadurch kann ich letztendlich auch mehr leisten. Ich bin dankbar, dass ich das jetzt machen darf und das für mich auch eine Berufung ist. Und ich glaube, dass nicht nur
Ich glaube, auch in dem Punkt ist zum Beispiel meine Beeinträchtigung wiederum eine Stärke. Und ich hatte irgendwie das Glück, jetzt im Alter zu erkennen, dass ich aus meiner Beeinträchtigung eine Stärke machen kann oder sie rausziehen kann. Ja? Dass das eben nicht nur eine Beeinträchtigung ist, nicht nur ein Handicap. Ich habe es wirklich jahrzehntelang als Handicap empfunden und bin ich ehrlich, mich auch manchmal natürlich selbst bemitleidet, ja, und habe gedacht, oh, warum kann ich nicht wie alle anderen, so, ja, war so. Aber jetzt im Alter ist es eher so, dass ich sage, ja, so ist es und man muss jetzt damit leben oder ich muss anfangen damit zu leben. Mein Name ist Christiane Klemming. Ich bin 90 Jahre alt und lebe seit 1963 wieder in Berlin. Habe 3 Kinder und die aber bis auf eine in Westdeutschland leben. Frau Rockmann ist bei mir tätig seit April vorigen Jahres. Und zwar hatte sich mein Gesundheitszustand ziemlich verschlechtert. Ich war auch zweimal im Krankenhaus und hat meine Tochter nach einer Hilfe für mich gesucht, weil sie auch meinte, ich könnte nicht mehr alleine in meiner Wohnung leben. Aber Gott sei Dank hat sich mein Zustand einigermaßen stabilisiert und ich habe dann auch eine Pflegestufe bekommen und damit komme ich mit der Hilfe von Frau Rockmann, komme ich also jetzt eigentlich sehr gut klar und bin da auch sehr, sehr mit zufrieden. Und habe jetzt aber das Gefühl, darin auch eben eine Chance gesehen zu haben, weil ich glaube, dadurch, dass ich so hochsensibel bin, habe ich eine extrem hohe Empathie auch und ich spüre das, wann braucht der Senior eine Umarmung und wann braucht er sie nicht, ja, oder wann braucht er Unterstützung und wann braucht er das Gefühl, das kann er noch alleine, da hat er noch eine Selbstständigkeit, ja, und ich glaube, deswegen habe ich auch so eine gute, positive Rückmeldung einfach auch von den Leuten durch die Bank weg und so auch schon eine Mundpropaganda, ne, dass ich viele Anfragen praktisch schon bekomme. Genau. Wir haben, also jedenfalls von meiner Seite kann ich das sagen, ein sehr vertrauensvolles Verhältnis und ich hatte das ja schon gesagt, dass man da also in der Lage ist, alles mit ihr zu besprechen. Und das ist also eine große Hilfe. Gerade im Alter ist das wichtig, dass man einen Ansprechpartner hat, der auch so die gewisse psychische Nöte dann hilft zu beseitigen, eben durch Gespräche und so weiter. Was wäre die Alternative gewesen, wenn ich die große Sehnsucht habe, autark zu sein und selbstbestimmt arbeiten zu können, ist das letztlich, sage ich mal, genau der Weg gewesen. Sie hat sich mit ihrer Selbstständigkeit als Seniorenassistentin bessere Arbeitsbedingungen geschaffen und das ist perfekt. Also das, was ja für viele Menschen gerade bei dem Gedanken, sich selbstständig zu machen, eine Riesenhürde ist, dieses Gefühl, wenn ich selbstständig bin, bin ich auf mich selbst gestellt, war für Ilka eigentlich eine Verheißung und die hat sich zu 100% bewahrheitet für sie. Also heute, was sie heute macht mit ihrer Selbstständigkeit, hat sie es ja, wenn man so will, geschafft, den Anspruch ihrer Profession anderen Menschen eine Lebensqualität zu geben. Das hat sie damit für sich selbst realisiert. Also ich kann ganz klar sagen, sie ist heute ein glücklicherer Mensch. Also für mich ist es, ich habe wirklich das Gefühl, ich habe meine Berufung gefunden. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, lange nachgesucht. Ich würde sagen, ich hatte eben nie den Mut. Ich sage ja, ich wollte es ganz früh und ich glaube, erst jetzt kam so beides zusammen. Also A, dass man Lebenserfahrung hatte und mittlerweile weiß, was man kann und was man eben nicht kann. Und wie gesagt, hinzu kam diese Beeinträchtigung, dass ich auch das Gefühl hatte, ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Ich muss jetzt irgendwas machen, sonst geht es mir gesundheitlich immer schlechter. Ja, und gerade wenn man älter wird, ist es ja noch wichtiger, dass man bei guter Gesundheit bleibt, ne? Weil es wird ja eh schwieriger im Alter und deswegen wusste ich, es muss eben jetzt was sein. Und ich glaube, das ist jetzt für mich wirklich ein absolut perfekter Weg. Und ich habe das Gefühl, auch für meine Kunden. Also